Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass deine Zeichnungen nicht genug Tiefe haben, dass sie relativ flach wirken? Genau dieser Problematik habe ich mich heute gewidmet. Ich habe eine Treppe gezeichnet, die in die Tiefe führt, und am Ende der Treppe wartet eine Schatzkiste. Die Schatzkiste steht symbolisch dafür, wenn du Licht und Schatten und Perspektive richtig kombinierst, auch diese wundervollen Zeichnungen erschaffen kannst. Also, ich freue mich auf dich. Lass uns jetzt loslegen mit dem neuen Video. Ich lege jetzt los mit der Vorzeichnung, die einer bestimmten Perspektive folgt. Ich skizziere das hier erstmal ganz locker, ja, dass wir erstmal diesen Ausschnitt haben. So, hier unten kommt ja dann die Treppe rein. So, dabei ist es immer wichtig, bestimmte Sachen perspektivisch zu beachten, denn wir wollen ja, dass diese Treppe in die Tiefe reingeht. So, jetzt habe ich erstmal diesen Eingang geschaffen hier und jetzt zeichne ich die hintere Wand der Treppe ungefähr ein. Die tiefen Linien gehen in die Tiefe. Ja, also hier haben wir eine ganz bestimmte Perspektive. So, jetzt kommt die Treppe und dazu jetzt die Stufen. Ja, die müssen natürlich nach unten immer kürzer werden, außer das letzte Podest, wo sozusagen unsere Truhe draufsteht. Ja, so kommt das schon ungefähr hin. So, jetzt zeichne ich schon die ersten Stufen hier ein. Also es ist wichtig, immer erst das Gesamtbild zu erschaffen. Ja. Natürlich verkürzen sich die Stufen nach unten. Damit wir diese Perspektive haben, wo das reingeht. Ja. Du siehst, wir haben jetzt schon das Gefühl, ja, dass es tiefer reingeht. Ich verstärke jetzt die Linien. So, hier baue ich noch eine Abdeckung mit rein. Wir haben also die Stufen, wir haben die Illusion, dass es reingeht, und das verstärken wir jetzt immer mehr. Jetzt mache ich hier unten die Schatzkiste rein. Also erst einmal auch natürlich hier per Skizze. So, ich zeichne das jetzt hier schon ein bisschen stärker vor für dich, ja, dass du das besser siehst. Normalerweise zeichne ich nicht so stark vor. Deswegen muss ich ab und zu auch mal ein bisschen hier korrigieren. Jetzt zeichne ich erstmal den Umriss dieser Schatzkiste unten, wo wir unseren Schatz versteckt haben. Deckel rauf, Schloss auf. So. Der obere Teil. Hier machen wir den unteren Schlossteil rein. So. Hier verstärke ich schon mal die Perspektive wieder ein bisschen, weil wir wollen immer das Gefühl haben, dass es reingeht in die Tiefe. Ja.
Jetzt haben wir im Wesentlichen erstmal die Vorzeichnung fertig. Jetzt verstärke ich noch eine Linien und Kanten, weil ich jetzt die Seiten dunkler mache, sodass man stärker das Gefühl hat, dass es halt reingeht. Ja, und die Lichtquelle lege ich von links fest, also von dieser Seite aus. Hier ein bisschen ausgelatscht schon, damit man noch weiß, wo das Ende der Stufen ist. Und das mache ich jetzt noch ein bisschen dunkler, denn je tiefer das reingeht, diese Tiefe meine ich hier, je dunkler wird es natürlich unten. So, jetzt geht's ab in die Tiefe. Dazu nehme ich mir erstmal hier den 4B und gehe jetzt hier Schritt für Schritt rein. Beginne also die Seitenwände, die Rückwand und die Treppenstufen jetzt immer dunkler zu gestalten. Ja? Immer abgestuft von hell, dunkler, noch dunkler, ganz dunkel. Also damit wir wirklich diese Illusion hier erzeugen. So, du siehst, wie ich oben schon heller bleibe. Und weiter geht es mit der hinteren Wand. So. Übrigens, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich über dein Abo. Drück einfach kurz auf den Button und dann bist du mit dabei. Vielen Dank. Weiter geht es jetzt mit der Zeichnung hier. So, hinter der Kiste brauchen wir schon mal einen stärkeren Schatten. So, weiter geht es mit den Stufen. Die Stufe muss natürlich hier auch dunkel sein. Man muss also alles Schritt für Schritt aufeinander abstimmen. Die einzelnen Treppenstufen, die natürlich, je weiter es runter geht, immer tiefer, nicht tiefer, tiefer auch, aber auch dunkler werden. Und genau das lernen meine Mitglieder auf der Akademie immer wieder. Ja. Es ist immer wichtig, die einzelnen Teile zu üben, damit du beim Zeichnen gleichzeitig das Verständnis von Licht und Schatten und Perspektive immer im Hinterkopf hast. Du weißt zum Beispiel, wie hart du mit dem Stift aufdrücken musst. Ja. Was anderes ist, wenn du vom Foto abzeichnest. Ja. Das ist aber mehr eine Vorstufe zum Zeichnen. Weil beim Fotoabzeichnen guckst du immer wieder auf das Foto und vergleichst. Hier hast du praktisch das Ganze im Kopf drin. Ja? Das ist immer wichtig. Erst der Aufbau und zum Schluss kommen erst die Details rein. Und wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Den Link zur Akademie findest du direkt unter diesem Video. Deswegen ist es wichtig, das immer zu üben. Das machen wir auch auf der Akademie. Der Aufbau ist ganz, ganz wichtig. Das Verständnis von Licht und Schatten kombiniert mit der richtigen Perspektive und dann kann man so eine herrlichen Illusion hier einfach zeichnen. Denn wenn du dir das vorstellen kannst in deinem eigenen Geist, weißt du schon, wo Licht und Schatten logischerweise sein müssen. Ja?
So, jetzt gehe ich hier auf diese Seite und mache die ganze Geschichte noch etwas dunkler, bevor ich hier mit dieser rechten Seite anfange. Denn obwohl ich den Handschuh anhabe, diesen Zeichenhandschuh, verwischt man trotzdem immer ein bisschen mehr. Ja? Besonders wenn es hier mit diesem weichen Bleistift geht. So, jetzt mache ich das nach unten noch weiter dunkler hier. Ich schaffe hier eine weitere Abstufung. So, hier auch den Schatten wieder hier hinter der Truhe. Und hier auf der letzten Treppe wird es natürlich auch noch wesentlich dunkler. So, rein geht es jetzt in diese Truhe schon. Die muss ich natürlich auch abdunkeln. Wir haben jetzt ja hier den unteren Teil der Truhe. So, die Truhe hat ja auch eine Rundung, die beachten wir ja auch. Du siehst jetzt, wie man immer mehr hineinschauen kann, ja, wie ich das Schritt für Schritt abgedunkelt habe. Jetzt geht es noch darum, die Stufen noch feiner aufeinander abzustimmen, um praktisch den nächsten Abschnitt fertigzustellen. Es ist auch immer so, dass man immer schaut, okay, man muss ja diese Flächen immer aneinander angleichen, dass diese Illusion wirklich perfekt wird. Ja, perfekt im Sinne von, damit man sich vorstellen kann, dass es wirklich hier in die Tiefe reingeht. Ja, denn es ist immer nur letztendlich ein Blatt Papier, worauf ich zeichne. Ja, aber mit dem richtigen Wissen funktioniert das halt. So, weiter geht es jetzt mit dem nächsten Schritt, um die Wände noch, die Seitenwände noch dunkler zu machen. Ja. So, weiter geht es hier an der Truhe. Jetzt bin ich schon bei den Feinheiten, werde hier noch einzelne Kanten gezielt verstärken. So, jetzt zum Abschluss zeichne ich noch ein paar Gräser und Blümchen ein, damit die Illusion noch ein bisschen realistischer wirkt, aber auch etwas natürlicher. Ja, ich bin jetzt fertig mit der Zeichnung und du siehst, wie diese Treppe aufgrund der Perspektive und der Licht- und Schattenauswahl jetzt in diese Tiefe führt, zu dieser Truhe. Und du siehst, dass es eine wundervolle Illusion ist auf einem normalen Blatt Papier. Ich hoffe, ich konnte dich einmal mehr für das Zeichnen begeistern und wenn du etwas zurückgeben möchtest, abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da und schreib auch gern in die Kommentare, welches Motiv dich noch interessiert. Und wenn du richtig tief einsteigen willst ins realistische Zeichnen, dann sei mit dabei auf meiner Akademie Schmitz Zeichenwelt. Alle Informationen findest du direkt unter dem Video.
Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.